SimLab bringt mit dem X1 Pro Simracing Cockpit ein neues Flaggschiff an den Start. In diesem detaillierten Review beleuchten wir alle Details vom Aufbau bis zur Ziellinie. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. SimLab hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Das X1 Pro Cockpit kann in den nächsten Monaten in meinem Simracing Testcenter von euch unter die Lupe genommen werden. Buchen und besuchen heißt die Devise. Klickt bei Interesse den Link oben rechts. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Herstellers. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. Aus meinem Kanal kennt ihr bereits einige Videos zu SimLab-Produkten. Klickt auf Videos und holt die Reviews zum P1X oder dem Team Redline TA1 Rig bei Bedarf nach. Mit RaceX gibt es ein weiteres Standbein von SimLab, abseits von reinen Aluminiumprofillösungen. Klickt auf Videos und blättert etwas zurück, falls ihr diese Reviews nachholen wollt. Auch Dashboards oder den RaceX Quick Release habe ich euch bereits vorgestellt. Kapitel Nummer 2, die Preise und das Zubehör. Das X1 Pro Simracing Cockpit kostet 1799 € inklusive Steuer und exklusive Versand. Im Dropdown-Menü können optional Sitze geordert werden. In diesem Review stelle ich euch weiteres optionales Zubehör vor. Das sind das X1 Pro Wheel Deck Bracket um 69 €, den X1 Pro Side Mount für 99 und den X1 Pro Side Table um 189 €. Kapitel Nummer 3, der Rig Zusammenbau. Vor dem Zusammenbau hänge ich euch live ein Aluminium-Profil-Tutorial rein. Bitte gucke dir dies an, wenn du noch nie mit Aluminiumprofilen zu tun hattest. Danach geht der Zusammenbau sehr einfach von der Hand. Hast du Aluminiumprofil-Vorkenntnisse, dann überspringe dieses Kapitel einfach. Diese Aluprofile sind folgendermaßen aufgebaut. Ihr habt die Dimension, die übliche Dimension, das ist 40 x 40 mm, sprich 40 x 40. Dann habt ihr diverse unterschiedliche Aluprofile bzw. Bauweisen, die ihr dann ordern oder im Lieferumfang mit beigepackt bekommt. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, habt ihr ein 80 mm breites und ebenso 40 mm dickes Aluprofil. Das ist nichts anderes wie das heißt 40 x 40 gedoppelt nebeneinander. Dann das ganze Handling mit den Aluprofilen, um diese Dinger miteinander verbinden zu können, auch das geht denkbar einfach. Das funktioniert jetzt so, über diese Nutensteine gibt es unterschiedliche Arten der Nutensteine. Das heißt, das sind diese Dinger, die unterseitig hier glatt ausgeführt sind oder Nutensteine mit so einer Feder und so einer Kugel, die dann entsprechend einrastet. Ich zeige euch jetzt nochmal hier die Unterschiede. Das heißt, wenn ihr jetzt so einen Nutenstein in ein Aluprofil einbringt, da gibt es auch zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ihr macht es stirnseitig, hier schiebt ihr so einen Nutenstein in das Aluprofil ein, könnt diesen dann entsprechend positionieren und dann entsprechend so einen Winkel verbinden, das heißt eine Schraube hier reindrehen und könnt dann beispielsweise diverse Profile miteinander verbinden. Das Ganze funktioniert so oder ihr könnt dies so bewerkstelligen, beispielsweise eine Eckverbindung, auch das zeige ich euch jetzt schnell mal vor. Geben wir das hier mal weg. Das heißt, so eine Eckverbindung würde so aussehen. Ihr habt das Aluprofil übers Eck, habt so einen Winkel, den ihr hier einbringt, dann zwei Nutensteine, einmal hier rein und jeweils zwei Schrauben, die eine Eckverbindung herstellen. Wenn ihr jetzt Nutensteine nicht stirnseitig einbringen könnt, weil diese verbaut sind oder ihr eine Abdeckkappe drauf habt, schwer zugänglich ist und so weiter, dann könnt ihr diese Dinger so schräg einfädeln und hier, wenn ihr mit den Fingern etwas geschickt diese Dinger reindrückt, dann entsprechend hier in diese Nut einbringen. Das heißt, dieses Ding kann auch eingebracht werden direkt über die Nut. Der Vorteil dieser mit den Kugeln und Federn ausgeführten Nutensteinen ist, dass diese in Position bleiben. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Aluprofil jetzt hochkant montiert habt, der rutscht euch nicht runter, der bleibt in Position. Im Vergleich jetzt klarerweise zu einem Nutenstein, der diese Feder nicht am Start hat. Der rutscht euch klarerweise dann in vertikaler Bauform wieder nach unten. Was gibt es für euch noch zu beachten? Ihr könnt auch fix fertig verbaute
Nutensteine, die ihr jetzt nicht mehr stirnseitig ausführen könnt oder wollt, hier wieder entfernen. Das heißt, das gleiche umgekehrt, mit den Fingern etwas ausgedreht. Und dann ist es immer so ein bisschen eine Gefühlssache. Ihr könnt dies mit den Fingern machen oder mit so einem kleinen Imbusschlüssel oder mit einer kleinen Zange oder was auch immer. Ihr fädelt diese Dinger aus, entnehmt die und habt den Nutenstein wieder entsprechend demontiert. Welche Verbindungsart gibt es noch? Ihr könnt eine Kreuzverbindung herstellen. Das ist auch möglich. Ihr könnt zwei Aluprofile über einen 90 Grad Winkel miteinander verbinden. Das könnt ihr hier gut sehen. Das heißt, ihr habt so ein Winkelbracket, das ihr in dieser Aluprofil-Nutschiene verschraubt und dann stirnseitig hier an dieses Kreuzprofil geht. Jetzt habt ihr folgendes Problem. Ihr seht, ihr habt bei den Aluprofilen diese Führungsnasen. Diese Führungsnasen, die dienen dazu, um hier perfekt im Profil zu gleiten. Das heißt, die sind zentriert und das ist eben über diese Führungsnasen hergestellt. Wenn du jetzt eine Kreuzverbindung hier vorhast und mit diesen Führungsnasen dann an dieses Kreuzprofil gerätst, dann hast du so einen Spalt, so einen Spielraum, den du nicht haben möchtest. Das heißt, diese Führungsnasen, die kannst du jetzt bei den meisten Profilwinkeln wegbrechen mit einem Schraubenzieher. Bei manchen Profilwinkeln geht dies nicht, da musst du diese wegschleifen. Dann hast du, das ist jetzt so eine Version, wo ich diese Dinger weggeschliffen habe. Das heißt, du hast hier jetzt eine ebene Fläche und fährst mit diesen Profilwinkeln direkt ebenbündig an dein Kreuzprofil und hast eine perfekt hergestellte Verbindung. Bei den bei SimLab beigepackten Profilwinkeln nimmst du dir so einen Schraubenzieher, fährst so rein, brichst diese weg, die haben eine Sollbruchstelle und du hast diese Verbindungen bzw. diese Führungsnasen entfernt und kannst wunderbar eine Kreuzverbindung herstellen. Wie im Tutorial gezeigt, funktioniert alles selbsterklärend, wenn du das Handling mit Nutensteinen und Winkelprofilen verstanden hast. Lade dir die Anleitung herunter und folge Schritt für Schritt den sehr gut bebilderten Instruktionen auf der SimLab Homepage. In circa 4 Stunden sollte der Zusammenbau erledigt sein, wenn du es gemütlich angehen lässt. Sämtliches Montagematerial liegt über den Maßen bei. Werkzeug musst du selbst bei der Hand haben. Kapitel Nummer 4: Zusammenbau in Timelapse. Den Schritt für Schritt Zusammenbau kann ich euch an dieser Stelle nicht in Echtzeit reinhängen. Das würde den Rahmen sprengen. Ich hänge euch einen Mix aus Timelapse und Echtzeitaufnahmen in diesem Kapitel rein. Viel Spaß damit.
Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das sind die technischen Details. Der Grundrahmen benötigt mindestens 1350 mm in der Länge, 1100 mm in der Breite und ca. 1130 mm in der Höhe Platz. Bitte beachtet die extremen Ausmaße dieses Rigs, da das X1 Pro Cockpit durch die seitlichen Anbauten deutlich breiter als herkömmliche Rigs ausfällt. Der Grundrahmen ist aus 120 mm Aluprofilen ausgeführt, gleich wie die Aufnahme für Monitor und Wheelbase. Bei der Wheelbase-Aufnahme kommen ebenso 120 mm Aluprofile und 15 mm dicke Aluminiumplatten zum Einsatz. Das optionale Wheeldeck-Bracket besteht aus 5 mm dickem Aluminium. Die Pedalaufnahme wird mit 15 mm dicken Brackets und 160 mm bzw. 80 mm Aluprofilstreben bewerkstelligt. Der Side-Table wird mit 80 mm Aluprofilen aufgenommen. Beim Side-Mount handelt es sich um einen Mix aus 40x40 und 80x40 Aluprofilen. Die Wheelbase-Aufnahme-Querstrebe bildet ein 80x120 mm, die Monitor-Querstrebe ein 80 mm x 40 mm Aluprofil. Die Bodenplatten wurden aus 6 mm dicken Aluminium gefertigt und sind wie die anderen Platten pulverbeschichtet. Kapitel Nummer 6, die Kompatibilität der Wheelbase, Pedale, Sitz und Monitor. Diese Kompatibilität sehen wir uns am besten live am Rig an. In Sachen Wheelbase-Kompatibilität habt ihr mehrere Möglichkeiten. Out of Box, sprich im Lieferumfang, habt ihr diesen Front Mount. Das ist dieses Ding hier montiert mit dieser Querplatte und der entsprechenden Freistellung. Das kennt ihr aus meinen Simucube Reviews beispielsweise, wo über das 4-Loch-Bild dann eine Simucube Wheelbase oder andere Wheelbases mit Front Mount direkt angeflanscht werden. Wenn du jetzt eine Wheelbase hast, so wie eine Fanatec Podium beispielsweise, andere Wheelbases, die du von unten verschrauben möchtest, dann kannst du dieses optionale Wheeldeck Bracket hier um 69 € dazu ordern und kannst dann dieses direkt hier über die Querplatte des Frontmounts anschrauben. Das ist über diese 4 Schrauben gelöst und du hast dann eben dieses Bracket, diese Platte, wo du dann von unten her sämtliche Wheelbases verschrauben kannst. Dieses ist sehr dick ausgeführt mit einer entsprechenden Länge. Das heißt, auch wenn du längere Wheelbases verschrauben möchtest, du hast hier nach hinten noch genug entsprechend Platz. Die Pedale kannst du jetzt über diese Konstruktion, du hast ein 80x40er Aluprofil und ein 160x40er. Wenn du jetzt Pedale mit Durchgangslöchern hast, schraube durch und hier eingebracht in die Profile die entsprechenden Nuttensteine. In Sachen Modelle bist du absolut flexibel, kompatibel mit diversen Herstellern, diversen Lochbildern. Du hast hier frontseitig dieses 160er Profil hast du fix verschraubt und hier dieses 80x40er Aluprofil über diese 2 Schrauben, je links, je rechts, kannst du dann über dieses Langloch entsprechend verstellen und so eine Distanz ändern, um entsprechende Lochbilder hier an die Aufnahme des SimLab Rigs zu bringen. Eine andere Möglichkeit, wenn du jetzt Pedale hast, die ein Durchschrauben nicht erlauben, beispielsweise von Thrustmaster TLCM Pedale, die du jetzt von unten in die Pedalplatten über Gewinde montieren möchtest, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als entweder durch so ein Aluprofil durchzubohren, aber der viel einfachere Weg wäre jetzt, hier so Alu-Brackets anzubringen, hier stirnseitig an die entsprechenden Profile und dann gehst du hier mit den Schrauben direkt von unten durch und direkt an deine Pedale, wenn sich diese nicht durch ein Durchgangsloch hier am Rig befestigen lassen. Bezüglich der Sitzmontage bist du absolut kompatibel mit diversen Modellen. Du hast out of box diese entsprechenden Streben für deine Laufschiene. Deine Laufschiene, die empfehle ich immer zu verwenden. Du kannst somit deinen Sitz, die Laufschiene oder den Sitzleiter hier in der Längsrichtung verstellen, nach vorne, nach hinten sliden, so wie ihr dies aus echten Fahrzeugen kennt. Das heißt, über das 40x40 Aluprofil, ihr seht hier diese Befestigungslöcher und diese Querstrebe, kannst du dieses nach innen, nach außen setzen. Du montierst direkt auf dieses 40x40 Aluprofil deine Laufschiene und auf dieser Laufschiene montierst du dann die entsprechenden Sitzbrackets oder auch Sitzkonsolen. Und diese Sitzkonsolen, die stellst du jetzt von der Breite entsprechend ein. In meinem Fall mit diesem Race X Seat, glaube ich, habe ich 345 mm lichte Weite
um dann entsprechend den Sitz direkt über die seitlichen Schrauben 1, 2, 3, 4 hier mit den Sitzbrackets bzw. mit der Sitzkonsole verbinden zu können. Das heißt, jeder Sitz, egal ob sehr klein oder ein XXL-Sitz in der Breite, der wird dir hier entsprechend Platz finden. Kommen wir zur Monitorkompatibilität. Du kannst jeglichen handelsüblichen Monitor mit diesem VESA 100 Lochbild, sprich 100 x 100 ein 4-Lochbild, hier mit dem Rig verbinden. Das hast du out of box dabei. Das heißt, du hast diese schwenkbare Aufnahme. Über die Einstellungsmöglichkeiten sprechen wir dann etwas später. Und über dieses Bracket hier hast du dieses VESA 100 x 100 Lochbild eingebracht, kannst du so einen Monitor befestigen. In meinem Fall, das ist ein 49 Zoll Samsung Monitor, 144 Hertz, 32:9. In dieser runden Aufnehmung, da hast du üblicherweise den Standfuß eingebracht. Und jetzt kannst du solche Adapter-Brackets direkt von Samsung kaufen. Du verschraubst diese Brackets, das ist dieses Ding, hier anstatt der Standfußaufnahme. Und dieses bringt eben dieses 100 x 100 Lochbild mit. Und eben dieses 100 x 100 VESA Lochbild verschraubst du dann hier mit dem SimLab Aufnahmeprofil. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 7, das ist die Materialauswahl und die Verarbeitung. Die Ware war perfekt verpackt und wurde entfettet, ohne Späne-Reste ins Haus geliefert. Alle Bauteile wurden sauber und passgenau verarbeitet. Alle Lochbilder und Zuschnitte passen exakt zueinander. Die Beschichtung wurde fehlerfrei aufgetragen, die Elixierung ebenso. Zusammengefasst handelt es sich um eine extrem massive Konstruktion aus Aluminiumprofilen und Metallplatten, die ohne den Einsatz von Kunststoff daherkommt. Kapitel Nummer 8, ein subjektives Kapitel, die Optik. Das X1 Pro Cockpit von SimLab ist das bis dato am wuchtigsten daherkommende Rig, welches in meinem Kanal reviewed wurde. Der Auftritt ist hochmassiv und kompromisslos. Die integrierte Monitoraufnahme wirkt optisch gesehen sehr stylisch und wie aus einem Guss. Der extrem breite 32:9 Moni schließt seitlich bündig mit dem X1 Pro Cockpit ab und wirkt dadurch perfekt ins Rig integriert. Durch die massiven Bodenplatten verliert das X1 Pro Cockpit fast vollständig den Aluminiumprofilcharakter, zumindest rein äußerlich betrachtet. Der Sidetable ist extrem in den Dimensionen und bietet einen fast über die komplette Länge reichenden Abschluss. Sitzschienen und Pedalaufnahme wurden geschickt mit Freistellungen in den Bodenplatten integriert. Detaillösungen wie die edlen Schraubencaps aus Aluminium mit SimLab-Logo, die springen ins Auge. Die seitlichen Aufnahmeprofile für Monitor und Wheelbase wurden mit dem SimLab-Logo bedruckt und außenseitig geschlossen ausgeführt. Auch diese Designentscheidung kaschiert gelungen den Aluminiumprofilcharakter, verglichen mit standardmäßigen Aluprofillösungen. Optik ist, wie bereits erwähnt, immer ein rein subjektives Kapitel. Entscheidet bitte selbst und guckt euch das X1 Pro live in meinem Testcenter an. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Kapitel Nummer 9, die Einstellungen und Optionen der Aufnahme der Wheelbase. Sehen wir uns die Sache wieder am besten live am Rig an. Kommen wir zu den Einstellungsmöglichkeiten der Wheelbase-Aufnahme. Ihr habt jetzt diese 260 mm langen Aluprofile hier direkt montiert mit der Querstrebe. Und auf diesen sind diese Flanschplatten mit diversen Lochbildern. Das heißt, du hast hier ein Langloch und dann hier über diese beiden Schrauben kannst du dies entsprechend über das Profil jetzt etwas nach hinten, etwas nach vorne setzen. Da bist du jetzt limitiert. Ich bin jetzt maximal möglich nach hinten gefahren, weil du dann hier innenseitig klarerweise mit dem Profil anstehst. Direkt auf diesem Profil drauf, hier montierst du dann Front-Mount Wheelbases wie eine SimiaCube oder ähnliche Wheelbases und bei mir kommt so ein Adapter-Bracket zum Einsatz, auf dem du von unten unterseitig eine Wheelbase verschrauben kannst. Du kannst den Anstellwinkel über dieses Langlochbild, über dieses geschwungene verstellen. Da bin ich jetzt, das seht ihr hier, bei um die 20 Grad, messen wir das hier jetzt nochmal raus. Ja, ich bevorzuge meistens so einen Anstellwinkel von um die 18 bis 20 Grad, eher steil. Und du könntest, das seht ihr auch hier, du könntest jetzt hier noch steiler fahren, noch flacher fahren, je nachdem, wie es zu deinen Präferenzen dazu passt. Was du jetzt sehen kannst über diesen ganzen Aufbau, wenn du nicht eine Front-Mount Wheelbase verwendest, sondern dieses Adapter-Bracket zum Einsatz kommt, du kommst jetzt mit deiner Wheelbase entsprechend weiter in Richtung Sitz. Das heißt, der ganze Aufbau wandert deutlich in diese Richtung. Du hast ein sehr langes Adapter-Bracket
Und das heißt, du musst deinen Sitz entsprechend weit nach hinten am Rig positionieren. Ich habe jetzt die Laufschienen möglichst weit nach hinten gesetzt, hier über meine 40x40 Profile, und über den Sitzleiter bin ich auch relativ weit hinten, da diese Aufnahme sehr deutlich aufträgt in der Tiefe, in der Länge. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, entsprechend über kürzere Aluprofile noch weiter in diese Richtung frontseitig zu gelangen, aber das ist eben mit diesen relativ langen 260 mm Aluprofilen in dem Fall nicht möglich. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Stabilität der Wheelbase-Aufnahme. Auch das sehen wir uns ebenso am besten wieder live am Rig an. Viel Spaß damit. Beim Stabilitätstest der Wheelbase-Aufnahme bin ich jetzt mit mittelkräftigen Settings unterwegs. Das ist so mein übliches Portfolio bzw. meine übliche Präferenz. Ich bin meistens bei Lenkrädern dieser Klasse, das heißt einem GT-Lenkrad, gute 28 cm Durchmesser mit Drehmomentspitzen von um die 10 Newtonmeter unterwegs. Ich habe hier das Force Feedback bzw. den Multiplier auf den linken Thumb-Encoder gesetzt, kann den jetzt in-game verstellen. Stellen wir das jetzt mal so ein, auf ungefähr 10 Newtonmeter Power, die da ankommen. Ein bisschen runter wieder. Und ihr solltet erkennen können, hier bei der Wheelbase-Aufnahme, auch über dieses Adapter-Bracket, sollten keine Verwindungen, keine Bewegungen, kein Spiel vernehmbar sein. Ich simuliere jetzt hier mal so einen Slalom. Und wenig überraschend bleibt diese komplette Aufnahme natürlich rock solid. Dann gehen wir jetzt mal hoch auf absolut unrealistische Brutalo-Settings. Ich drehe jetzt über den Force Feedback Multiplier auf Maximum hoch. Das heißt, hier mal auf Anschlag, und das sollt ihr dann sehen am Force Feedback Meter, hier links oben, dass in jeder Kurve das Ganze voll ins Clipping geht und die 20 Newtonmeter der Direct Drive Podium Wheelbase ausreizt. Bitte macht solche irrwitzigen Versuche nicht zu Hause nach. Das kann gefährlich sein für eure Handgelenke. Und ihr seht, ich bin hier schon ganz schön am Pumpen. Simulieren wir hier jetzt mal so einen Slalom. Ein Setting, mit dem ihr im Alltag nicht unterwegs seid. Ihr seht ein leichtes Wippen, Federn dieser Aufnahme. Das bedingt durch den extrem langen Hebel von der Verschraubung bis hier nach vorne gegeben ist. Aber auch das bewegt sich im absoluten minimalen bzw. marginalen Bereich. Mit solchen Settings seid ihr im Alltag nie unterwegs. Hier könnt ihr keine Runde vernünftig fahren. Drehen wir jetzt hier den Multiplier wieder runter, bevor hier irgendetwas passiert. Auf, wenn wir jetzt sagen, mal sehr kräftige 12 bis 15 Newtonmeter. Da sind wir jetzt ungefähr in diesem Bereich gelandet. Das heißt, unser Force Feedback Meter geht auf 3/4 der maximalen Power etwa hoch. Da sind wir bei Spitzen um die 15 Newtonmeter Drehmoment. Beobachtet jetzt nochmal die Aufnahme. Hier in den Kurven mal über die Curbs drüber. Und ich werte diese Bilder dann im Anschluss nach aus. Aber vom Vernehmen her in Sachen Stabilität, Wheelbase-Aufnahme, trotz des extrem langen Hebels über dieses Bracket, in meinen Augen absolut kein Problem. Einstellung der Pedalaufnahme. Ebenso ein Fall, den wir uns wieder am besten live am Rig ansehen. Hinsichtlich der Pedaleinstellungen, da haben wir im Thema Kompatibilität bereits gesprochen. Du hast hier vorderseitig fix verschraubt dieses 160er Profil und hier längs über das Langloch verstellbar ein 80x40er Aluprofil, auf dem du dann deine Pedale montieren kannst. Du hast jetzt diverse Möglichkeiten. Du kannst deine komplette Pedalaufnahme, ich hoffe ihr seht das hier, über dieses Langloch und diese beiden Schrauben entsprechend nach oben setzen. Du könntest auch diese beiden Schrauben eine Nutreihe tiefer, das heißt mittlere und untere Nutreihe setzen, um auch hier etwas weiter nach unten zu gelangen. Du kannst dann entsprechend das Ganze kippen, das Ganze neigen, das heißt,
Das fotografiere ich euch dann ab. Ihr habt vorderseitig noch eine zweite Langlochreihe, mit der du dann die komplette Pedalaufnahme entsprechend des Winkels zu dir neigen oder wegneigen könntest. Das ist dann wichtig für dich, wenn du jetzt, in diesem Fall habe ich jetzt diese Forte-Pedale montiert. Ihr seht einen neutralen Pedalwinkel vom Pedalarm, das heißt eben montiert, und du hast um die 90 Grad zur Fußauflage. Diverse andere Pedale, Fanatec CSP V3, diverse andere Dinger, die haben von Haus aus einen Winkel der Pedale bzw. Pedalaufnahme nach hinten geneigt. Da empfehle ich immer zu, dass ihr diese Pedale dann zu euch kippt, eben über diese Aufnahme, um einen halbwegs neutralen Pedalwinkel am Start zu haben. Wenn du jetzt nach hinten geneigte Pedale, die in der Ausgangsposition in diesem Bereich liegen vom Winkel, hier ständig betätigen musst und dann noch hier weiter nach unten drücken musst, dann überstreckst du dir immer zu deinen Fuß. Das ist ergonomisch nicht angenehm und kann dich im Fuß zehren, wenn du stundenlang unterwegs bist. Kapitel Nummer 12, das ist die Stabilität der Pedalhalteplatte. Auch hierbei springen wir wieder live ins Rig, drehen ein paar Runden und gucken uns die Stabilität der Pedalhalteplatte an. In Sachen Pedale bzw. der Aufnahme solltet ihr erkennen können, ihr habt ihr selbst bei Vollbremsungen absolut keine Probleme, keine Verwindungen. Ich bin hier mit den Forte-Pedalen mit kräftigen Settings unterwegs. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier einfach mal das Bremspedal pumpe, da merkt ihr, habt ihr über diese Aufnahme seitlich, über diese Streben, über diese dicken Metallplatten, diese Aluprofile in hochmassiver Bauweise, da habt ihr absolut keine Verwindung. Das Einzige, was sich hier verwinden kann, sind eventuell deine Pedale selbst. Aber von der Befestigung werdet hier absolut keinen Flex, egal mit welchen Pedalen, Load Cell Power 200 Kilogramm, hydraulische Pedale, was auch immer, haben. Das heißt, euer Pedalgefühl, das kommt genauso, wie es euer Pedal euch rückmeldet, direkt bei euch an. Ohne jeglichen Flex, ohne jegliches Nachgeben, ohne jegliche Verwindung. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 13, die Monitoraufnahme. Lasst uns auch hier live darüber sprechen. In Sachen Monitoraufnahme bzw. Verstellmöglichkeiten bist du sehr flexibel. Beginnen wir mal alles durchzusprechen. Du kannst jetzt entsprechend über das Aufnahme-Bracket bzw. über diese Konstruktion, kannst du hier einen Winkel einstellen, den Monitor zu dir neigen, von dir wegkippen. Zweite Möglichkeit, die du hast, über dieses 80x40 Profil, das könnt ihr hier sehen, über die Langlöcher. Auch hier könnt ihr eine entsprechende Neigung in beide Richtungen oder neutral herstellen. Die nächste Möglichkeit, die du hast, das könnt ihr hier über diese Flanschplatten, über die Aufnahme sehen. Du hast hier fix verschraubt, beziehungsweise hier wieder über ein Langloch, mit dem du die komplette Aufnahme dann wiederum um einige Grad nach unten kippen kannst. Nächste Möglichkeit, die du hast, du kannst das Ganze auch in der Tiefe verstellen. Ich habe jetzt hier über die vorderste Nutreihe verschraubt. Du kannst in der Mitte verschrauben oder in der hintersten Nutreihe verschrauben, um mit der kompletten Aufnahme entsprechend um einige Zentimeter nach hinten zu wandern. Zusammengefasst hast du sehr viele Einstellungsmöglichkeiten für deine Monitoraufnahme in Sachen Tiefe, in Sachen Abstand, in Sachen Höhe und klarerweise in Sachen Neigungswinkel. Kapitel Nummer 14, die Einstellungen des Sitzes. Sitz, Laufschienen und Seat Brackets sind optional erhältlich. Die Montage gelingt denkbar einfach und ist für Sitze jeder Breite geeignet. Schraubt zuerst die Laufschienen an die 40 mm Aluprofile. Danach verbindet die Seat Brackets mit den Laufschienen. Stellt ihr den zu eurem Sitz passenden Abstand der Brackets her, indem ihr die Aluprofile seitlich verstellt und befestigt. Danach wird der Sitz mit den Seat Brackets verbunden und ihr seid ready to go. Kapitel Nummer 15, das ist die Ergonomie und Sitzposition. Ich nehme Platz im Rig und wir sprechen über die geeigneten Körpergrößen und Verstellungsmöglichkeiten. In Sachen Ergonomie, da rate ich euch zuallererst immer optional bei dem Sitz Sitzschienen bzw. Sitzleiter mitzunehmen. Das heißt, ihr könnt über diesen Sitz, über diese Sitzschienen, über dieses Slider wunderbar nach vorne, nach hinten sliden, um so eure passende Sitzposition sehr einfach finden zu können, ohne irgendwie hier in Längsrichtung rumschrauben zu müssen.
Wie ihr das sehen könnt, meine präferierte Sitzposition, die ich jetzt am SimLab Rig einnehme, ist so ein Armwinkel, das könnt ihr hier gut erkennen. Ich bin meistens so um die 110 Grad, etwa 100 bis 110, 115 Grad Armwinkel unterwegs. Das fühlt sich für mich komfortabel an. Bedenkt bitte immer, das ist ein absolut subjektiver Aspekt. Die Aufnahme der Wheelbase, über das haben wir bereits gesprochen, da bevorzuge ich um die 15 bis 20 Grad Anstellwinkel und die Verlängerung meiner Wheelbase-Achse, die deutet in Richtung bei mir Unterkinn. Das sind so meine Sitzeinstellungen bzw. meine Sitzposition, die ich sehr gerne einnehme. Ihr könnt auch sehen beim Sitz, ich habe hier bei den Seat Brackets hier an der Vorderseite die zweitobersten Löcher gewählt und hinten die untersten, um den etwas anzuwinkeln, etwas zu kippen. Das heißt, auf der Sitzfläche, wenn ihr dies von der ebenen ungefähr misst, um die 10 bis 15 Grad angeneigt, um etwas reingedrückt im Sitz Platz nehmen zu können. Und in Sachen Sitzposition bzw. Ergonomie werdet ihr mit diesem Rig keine Probleme bekommen. Das heißt, ihr habt genügend Platz, auch mit einer Größe, in meinem Fall mit knapp 1,90 Meter, eure präferierte Sitzposition einnehmen zu können. Den Punkt, den ihr berücksichtigen müsst, ist, wenn ihr dieses Adapter-Bracket für die Wheelbase ordert, dann wandert ihr mit dieser gesamten Wheelbase deutlich weiter nach vorne Richtung Sitzposition, als wenn ihr jetzt über den Front Mount beispielsweise eine Simucube Wheelbase verschraubt. Das heißt, das ganze Konstrukt wandert mehr in Richtung dir, deiner Sitzposition. Du musst jetzt deine Sitzleiter möglichst weit hinten montieren, eventuell mit dem Sitz relativ weit nach hinten sliden, um dann die passende Position, Sitzposition zu deinem Lenkrad einnehmen zu können. Nimmst du eine Wheelbase mit Front Mount, dann benötigst du dieses Adapter Bracket klarerweise nicht und der ganze Aufbau, der wandert deutlich weiter nach vorne. Jetzt kannst du dir überlegen, entsprechend mit den Sitzschienen weiter nach vorne zu rücken, den Monitor über die Monitorhalterung etwas weiter zurückzusetzen oder deine Sitzposition ähnlich wie ich jetzt zu belassen und dann so ein Extension-Rohr, so ein Erweiterungsrohr zu montieren. Das ist so ein Adapterrohr, das du jetzt auf eine Wheelbase anschraubst, das dir dein Lenkrad entsprechend weiter in Richtung deiner Sitzposition bringt. Das kann dann den Vorteil haben, dass du deinen Monitor sehr nah bei dir hast, das heißt direkt vor den Augen. Deine Wheelbase ist deutlich hinter oder unter dem Monitor versteckt und über so ein Adapterrohr in unterschiedlichen Längen gibt sowas, kannst du dann wirklich dein Lenkrad entsprechend zu dir bringen und gleichzeitig den Monitor direkt vor Augen haben. Was gibt es noch in Sachen Ergonomie zu sagen? Ein Nachteil einer so verbauten Sitzposition bzw. eines so verbauten Rigs, hier mit diesen Bodenplatten, mit diesen seitlichen Schalthebeln, ist das Ein- und Aussteigen. Das müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr jetzt aus dem Rig rein oder rausspringen wollt. Das funktioniert dann folgendermaßen. Ihr slidet idealerweise etwas zurück und in meinem Fall, da stehe ich ganz normal auf, achte, dass ich hier mein Lenkrad nicht mitnehme und muss mich dann entsprechend etwas ausfädeln, ohne hier etwas zu beschädigen. Und das müsst ihr auf jeden Fall berücksichtigen. So leicht rein und rausspringen, wie dies bei einem üblichen Rig ist, das wird hier mit diesem Rig und diesen Anbauten nicht funktionieren. Auch beim Einsteigen wieder einfädeln. Da heißt es, etwas mit Gefühl an die Sache ranzugehen, sich abstützen und dann rein in den Sitz. Ein zweiter Punkt in Sachen Ergonomie ist hier mit der seitlichen Aufnahme für Shifter oder Handbrake. Die ist im Prinzip jetzt in meinem Fall mit diesem TSS-Shifter von Thrustmaster gut erreichbar. Das heißt, ich habe in der Achse meines Lenkrads hier den Shifter, den ich gut bedienen kann. Etwas weit unten in meinen Augen. Das heißt, du könntest mit dem Shifter etwas weiter nach oben kommen. Kannst du auch über das Lochbild hier an der Unterseite etwas lösen, etwas korrigieren. Du kannst dies auch etwas nach außen oder nach innen setzen. Du hast hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein 7er Lochbild, um jetzt noch ein paar Zentimeter von dir weg oder zu dir her mit deiner Shifter-Handbrake-Aufnahme zu rücken. Ein Nachteil dieser Aufnahme ist, dass du jetzt in diesem Fall einen Shifter hier vorne und die Handbrake dahinter montiert haben musst, außer du adaptierst dies jetzt selbst. Das heißt, wenn ich jetzt hier am Shiften bin
muss ich hier etwas unkomfortabel, ihr seht das, relativ weit hinten meine Handbremse ziehen. Das ist jetzt eher ein Nachteil. Da wäre ein Konstrukt, wo du etwas eine breitere Aufnahme hier am Start hast, wesentlich besser. So im Lieferumfang wäre es in meinen Augen besser, wenn SimLab dieses optionale Adapter Bracket hier für diesen Side Mount beipacken würde, auf dem du dann Shifter und Handbrake nebeneinander montieren könntest und diese dann wesentlich ergonomisch besser zu bedienen wären. Kapitel Nummer 16: Handbrake und Shifter Support. Der optional erhältliche Side Mount lässt sich mit Handbrake und Shifter bestücken. Einfacher lässt sich dies mit dem Shifter und Handbrake Bracket um knapp 20 € bewerkstelligen. Ich habe dies derzeit nicht im Haus, aber rate euch dazu. Dies erleichtert die Montage diverser Peripherie, ohne selbst improvisieren zu müssen. Kapitel Nummer 17: Der Rennstreckentest. Lasst uns über alles live auf der Strecke sprechen. Bis gleich. Im heutigen Rennstreckentest sind wir hier mit RaceRoom mit einem GT3, Mercedes GT3 auf Brands Hatch unterwegs. Die weitere Peripherie, die heute montiert ist, ihr seht eine Fanatec Podium DD1 Wheelbase. Auf dieser über den Podium Hub das Cube Controls CSX3 Lenkrad montiert. Das habe ich erst kürzlich für euch reviewed. Bei den Pedalen handelt es sich um die EasyTech Forte Pedale. Auch hier habt ihr Reviews in meinem Channel. Bei dem Shifter ein Thrustmaster TSS montiert, eine Handbrake von 3D-Wrap, das ist die Akina Handbrake. Beim Monitor haben wir einen Samsung 49 Zoll, Seitenverhältnis 32:9. Wir sind am PC unterwegs. Und was gibt es jetzt noch zu sagen? Ich denke, das war jetzt die Peripherie, die ich montiert habe. In Sachen Sitz, das ist ein Race Exceed. Und was fällt mir jetzt auf den ersten Metern auf der Rennstrecke auf? Das, was ich euch bereits im Stabilitätstest genauestens erklärt habe. Du spürst, ich bin jetzt in diesem Fall mit sehr rauen Settings unterwegs. Ich habe auch Zusatzeffekte wie Verstärkung von Bodeneffekten ans Lenkrad gegeben. Ich habe Schalteffekte dazu genommen, Motordrehzahl, Motorvibrationen. Ebenso, mir gefällt dieses Feature bei RaceRoom relativ gut. Ich bin jetzt mit einem Drehmoment von, ich würde sagen, um die 10, 11 Newtonmeter unterwegs. Und diese Effekte, die kommen sehr gut, sehr kristallklar direkt über die Aufnahme an euer Lenkrad geliefert. Das heißt, ihr habt keinen vernehmbaren Flex. Auch hier beim Schalten diese leichten Schläge, die kommen sehr direkt an euer Lenkrad, an dieses hochmassive, hochstabile Cube Controls CSX3 Wheel geliefert. Das macht richtig Laune, das fällt euch auf den ersten Metern auf. Ebenso auf den ersten Metern bei der ersten Anbremszone wird euch auffallen, wenn ihr jetzt in eure Pedale reintritt, da spürt ihr, hier gibt absolut nichts nach. Das heißt, du merkst das, was deine Pedale dir rückmelden sollen, ohne nachzugeben, ohne zu verwinden. Das kommt 1:1 so bei dir an. Das macht es natürlich klarerweise wesentlich einfacher, Bremspunkte zu treffen, diese Runde für Runde perfekt abzuspulen und wenn ihr in Sachen Trailbraking unterwegs seid, das Bremsen hin zum Scheitelpunkt, auch das, Bremsen, Scheitelpunkt, Bremse langsam lösen, wieder voll aufs Gas, so wie jetzt kurz gezeigt, auch das wird euch wunderbar gelingen. Mir persönlich gelingt dies mit den EasyTech Forte Pedale einwandfrei. Das sind Pedale, die ich jetzt im Haus habe, bei denen mir diese Technik Trailbraking extrem gut gelingt. Das ist sicher auch so ein subjektiver Aspekt, aber gerade beim Anbremsen bin ich jetzt mit diesen Pedalen und so einer hochmassiven Verbindung zu einem Rig sehr sicher, sehr genau unterwegs und kann diese Eigenschaften dieser Pedale 1:1 umsetzen. Das soll ein Rig dir bieten. Wenn du so ein Rig in so einer Preisklasse orderst, da solltest du gerade in Sachen Bremsaufnahme bzw. Wheelbase-Aufnahme absolut keine Kompromisse in Kauf nehmen müssen. Was gibt es jetzt noch zu sagen bei unserem Rennstreckentest? In Sachen Ergonomie bleiben in meinen Augen kaum Wünsche offen. Achtet wie gesagt darauf, wenn ihr mit dem Wheelbase Adapter Braking weit nach vorne kommt, dass ihr eure Sitzposition oder die Laufschienen entsprechend weit in Richtung hinteres Ende dieses Rigs montiert.
Das ist in meinen Augen ein wichtiger Aspekt. Du kannst klar dies dann immer im Nachhinein alles ändern. Nur ändern heißt bei diesem Rig einiges an Schraubarbeit und gerade diese hochmassiven Profile, die ja ineinander verschraubt sind, die lassen sich nicht mit dem kleinen Finger dann im Nachhinein schnell in 10 Sekunden korrigieren. Das muss dir bewusst sein. Das heißt, achte beim Zusammenbau bereits auf deine Körpergröße, auf deine Präferenzen, um dann im Rennstreckentest sofort loslegen zu können, ohne dann langwierig wieder umbauen, umschrauben zu müssen. Was noch auffällt in unserem Rennstreckentest ist die perfekte Einbindung dieses extrem breiten 32:9 Monitors. Das heißt, ihr kennt dies bei diesen üblichen Rigs, die sind eher schmal gehalten, 60, 65 cm maximal. Und dann habt ihr so einen überbreiten Monitor mit über 1,10 Meter Breite, der dann extrem weit über das Rig hinaussteht. Das Ganze sieht dann meistens etwas unnatürlich aus. Und hier mit diesem extrem breiten Rig habt ihr eine perfekte Einbettung. Das schließt links und rechts perfekt ab. Und ihr habt jetzt nicht das Gefühl, so einen übernatürlich breiten Monitor, der nicht zum Gesamtpaket eines Rigs dazu passt, montiert zu haben. Ein weiterer Punkt, der dann klarerweise auch möglich ist, dass ihr über die Aufnahme, über einen eigenen Adapter, so ein Triple Setup hier, direkt am Rig anschraubt. Was jetzt bei meinem Rennstreckentest in diesem Stadium noch fehlt, ist mein Motion-System von Simrig. Das fehlt mir jetzt natürlich extrem. Ihr wisst, ich bin üblicherweise immer mit meinem Motion-System unterwegs. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen wieder montieren. Ich werde mir eine Möglichkeit überlegen, wie ich dies hier gut an dieses Rig bekomme, aber ich denke, dann haben wir wieder die perfekte Immersion am Start. Auch dazu werde ich euch dann ein kurzes Montagevideo zeigen. Das soll es nun gewesen sein mit dem Rennstreckentest. Knackig, präzise, bockhart, so würde ich dieses Rig jetzt beschreiben. Sehr kompromisslos, extreme Dimensionen, Platz für alles, was du dir wünschst, zeitlos und einmal gekauft wirst du dich vermutlich nicht mehr mit einem Kauf eines neuen Rigs beschäftigen. Ich denke, mit einem Rig dieser Qualität, dieser Bauweise, wenn du den entsprechenden Platz bei dir zu Hause mitbringst, wird dich jetzt das Auskommen über die nächsten 10, 20 Jahre, wahrscheinlich bis zum Ende deines Sim-Racing-Hobbys begleiten. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 18, negative Aspekte. Beim X1 Pro Side Mount hätte ich mir das Shifter und Handbrake Bracket im Lieferumfang gewünscht. Bitte vergesst nicht, dies optional zu ordern, wenn ihr variabler in der Befestigung sein wollt. Die 260 mm langen Aluprofile für den Wheelbase Mount sind für meinen Geschmack zu lang geraten, wenn das optionale Wheeldeck Bracket zum Einsatz kommt. Gerade wenn ein längeres Wheel samt Aufsatz, wie in meinem Fall, in diesem Test mit Podium Hub und dann Cube Controls Wheel darauf zum Einsatz kommt, müssen die Sitzschienen maximal weit hinten montiert und der Sitzleiter ebenso ausgereizt werden. Für diesen Fall würden deutlich kürzere Aluminiumprofile besser passen. Und letzter negativer Aspekt ist der umständliche Ein- und Ausstieg. Mit seitlichen Anbauten musst du dich ein- und ausfehlen. Dies gelingt in herkömmlichen Rigs einfacher und schneller. Kapitel Nummer 19, die neutralen Aspekte. Bei einem Rig dieser Bauweise gelingen Anpassungen nicht in Sekundenschnelle. Das muss dir bewusst sein, wenn du dein Rig mit Personen unterschiedlicher Größe teilen möchtest. Zweiter neutraler Aspekt ist der Platzbedarf und in diesem Fall subjektiv behaftet. Hier musst du entscheiden, ob der Platz in deinen Räumlichkeiten zur Verfügung steht. Gleiches gilt für das hohe Gewicht, welches mit entsprechender Peripherie die 100 Kilogramm Marke locker knackt. Und letzter neutraler Aspekt ist der Preis. Ihr bezahlt mit knapp 1800 € einen sehr hohen Preis für das X1 Pro in der Grundausstattung und bekommt im Gegenzug ein Rig für die Ewigkeit ins Haus gestellt, welches keine Rücksicht auf Einsparmaßnahmen nimmt. Die Materialpreise rund um den Globus explodieren seit 2 bis 3 Jahren und dies geht auch nicht spurlos an den Preisen bei SimLab vorbei. Kapitel Nummer 20, das sind die positiven Aspekte. Verarbeitung, Materialauswahl sind auf einem sehr hohen Level. An dieser Stelle merkt man, dass SimLab nirgendwo gespart hat und dies auch niemals vorhatte. Dies beginnt bei edlen Schraubencaps und geht weiter über extrem gewählte Materialstärken.
Dies alles wirkt sich dann auf der Rennstrecke aus und man spürt das, was man von einer Direct Drive Wheelbase und High-End-Pedalen geboten bekommt. In Sachen Ergonomie bietet das X1 Pro vollkommene Variabilität und integriert selbst überbreite 32:9 Monitore geschickt ins Gesamtkonzept. Die Form der Monitoraufnahme ist ein äußerst gelungener Designaspekt, der in Sachen Stabilität und Variabilität zu glänzen vermag. Die Bodenplatten kaschieren den Aluminiumprofilrahmen perfekt und man hat das Gefühl, in einem richtigen Testcenter-Rig Platz zu nehmen. Die Heimgebrauchoptik verdrängt SimLab mit dem Monster X1 Pro komplett und vergisst dabei nicht, sinnvolle Designelemente ins Gesamtkonzept zu integrieren. Kommen wir zu Kapitel Nummer 21, Fazit und Kaufempfehlung. SimLab bringt mit dem X1 Pro ein neues Flaggschiff an den Start und spricht dabei kompromisslose High-End-Enthusiasten mit dem entsprechenden Budget und Platzmöglichkeiten an. Dieses Rig macht nur dann Sinn, wenn deine restliche Peripherie ebenso zumindest in Richtung High-End aufgestellt ist. Ein weiterer Kaufgrund kann auch der optische Auftritt sein. Wenn du ein Rig mit Alleinstellungsmerkmal und martialischem Auftritt suchst, dann wirst du mit dem X1 Pro dein Glück finden. SimLab spricht mit dem X1 Pro eine weitere Zielgruppe an, die aus optischen Gründen bis dato von reinen Alu-Profil-Rigs Abstand genommen hat. Mit gelungenen Designlösungen wie den geschlossenen Seitenprofilen, der Monitoraufnahme und den Bodenplatten entschärft SimLab den Alu-Profil-Look nahezu gänzlich, ohne auf die Vorteile von Aluminiumprofilen verzichten zu müssen. Zusammengefasst steht für mich das SimLab X1 Pro als teures, aber extrem wertiges Rig im Haus, welches von den immer gleichen Alu-Profil-Lösungen abrückt und mit komplett neuen Designentscheidungen frischen Wind für Enthusiasten aufkommen lässt. Vor dem Ausblick nehmt euch bitte Zeit und lasst mich wissen, was ihr vom X1 Pro haltet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Like und ein Abo dalässt, wenn es euch gefallen hat. Kommen wir zu Kapitel Nummer 22, ein spannender Ausblick. Weiter geht's mit neuen High-End-Pedalen in Form der Venim Atrax 3. Für Einsteiger gibt's in den nächsten Wochen das Testvergleichsreview zu den Fanatec CSL Elite V2 Pedalen. In Sachen Sitz gibt's ein spannendes Projekt. Der Rennsitz C1 Cold Fusion von Eau Rouge kommt mit Sitzbelüftung daher und ich werde euch dazu ein Review ins Haus liefern. Viel zu tun in den nächsten Wochen vor der SimRacing Expo Anfang Dezember, auf der wir uns hoffentlich treffen werden. Alternativ kommt bei mir im Testcenter vorbei, das würde mich klarerweise freuen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, euer Ron.